Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu meinem neuen Dreh. Heute haben wir ein außergewöhnliches Auto, wo wir euch mitnehmen. Wir haben hier ein Bentley Continental. Continental steht immer für die Sportversion bei der Firma Bentley. Und man kann sagen, dass wir heute hier das sammlungswürdigste Auto aus England überhaupt haben. Ihr wisst ja, dass 1931 die Firma Bentley von Rolls-Royce übernommen wurde. Und seit 1931 gab es dann erst die Derby Bentleys. Und die haben dann mit diesem Modell das letzte Mal ein eigenständiges Auto gebaut. Danach war das alles nur noch eins. Und deswegen ist dieses Auto heute so wertvoll. Das ist auch einer der schönsten Fahrzeuge überhaupt, die Bentley jemals gebaut hat. Die sind entwickelt worden im Jahr 1950 und dann im Jahr 1951, 52 auf den Markt gekommen und nur bis 1955 gebaut worden. Danach war es also mit der Selbstständigkeit der Firma Bentley vorbei, kann man sagen. Ja, also wie gesagt, wir fahren hier in unserem Bentley Continental Fastback. Das Fastback kommt daher, der hat ein wunderschönes Heck hinten. Das werden wir euch später nochmal zeigen bei der Vorbeifahrt. Oder ihr habt schon am Anfang gesehen des Filmes. Also das Tolle ist, das merkt man ja auch, er stampft hier richtig klasse hoch. Man sitzt hier wie im Salonsessel. Das ist einmalig, dieses Erlebnis. Es hat ja von diesen Mulliner Karosserien, das war also ein Mulliner, den wir hier gebaut haben, den wir gerade fahren, den wir hier zeigen. Gibt es nur 190 Autos, das heißt, der ist also sehr, sehr selten. Also ich bin noch nie so vornehm in einem Auto gefahren und ich hatte noch nie so ein irres Gefühl wie in diesem Wagen hier gerade. Das ist ja einfach fantastisch, wie der hier hochzieht. Ja, hier, jetzt haben wir so einige schöne Vorbeifahrten gemacht mit unserem Bentley. Hier ist das tolle Stück. Also das ist einer der schönsten Bentleys oder überhaupt englischen Fahrzeuge, die ich kenne. Der Wagen ist 3 Jahre lang gebaut worden, von 1952 bis 1995. Und dann war es mit der Eigenständigkeit unter dem Namen Rolls-Royce eigentlich vorbei. Und dieser Wagen hier ist eigentlich der schönste Bentley, also für meine Begriffe, den es überhaupt gab. Das war ein Fastback-Coupé und das könnt ihr daran erkennen, an dieses tolle, das ist ein Fließheck. Schaut euch mal diese wahnsinnig elegante Form an. Engländer haben ja manchmal auch etwas plumpere Autos gebaut, aber das Auto ist wirklich allererste Klasse. Der Wagen hatte Schönheit, die ich überhaupt noch nicht gesehen habe, und das war damals auch das Ziel. Bentley wollte ein viersitziges Coupé bauen. Das ist ja ein Coupé, wo aber richtig viel Platz ist in diesem Wagen. Da war ich eben überrascht. Ich musste meinen Sitz richtig nach vorne fahren, damit ich da überhaupt rankam überall. Also da können 4 Leute ganz bequem mitreisen. Und das war zu der Zeit, 1952, 53, das schnellste viersitzige Fahrzeug der Welt. Schneller gab es das nicht, der hatte 150 PS. Man hat damals zur Gewichtsersparung eine Aluminiumkarosserie gemacht, der ist also aus Aluminium. Das heißt, es lief also so, dass der Rahmen ist bei Rolls-Royce gebaut worden, ist dann zum Karossier, in dem Fall zum Mulliner gebracht worden. Das ist ja ein Mulliner, das war die schönste Karosse von allen. Und dann haben sie dieses prachtvolle Auto da zusammengebaut. Und ja, man hat halt Aluminium genommen, dass das so schnell war. Der ist übrigens 190 Stundenkilometer gefahren. Und was ich eben festgestellt habe, als ich diesen tollen Bentley bewegt habe, der schwebt ja also wie so ein fliegender Teppich. Diesen Namen hatte, diesen Ruf hatte das Auto auch. Der schwebt über die Straße. Das ist wirklich absolut fantastisch. Und ja, der Zustand, um dazu noch was zu sagen, ich glaube, das könnt ihr hier auch gleich sehen, der Zustand ist wirklich einmalig. Der Wagen ist fast immer in England gewesen. Der ist nur einmal ganz kurz in Amerika gewesen, ist dann voll restauriert worden und zwar en Detail wirklich perfekt. Das sieht man innen, das sieht man außen. Das hat alles Matching Numbers, von der Farbe, vom Interieur bis hin zu den Aggregaten. Und dann ist er die letzten Jahre höchstwertig auf bestmöglichem Niveau auch technisch gemacht worden. Der hat sogar eine Servolenkung, was ich eben gemerkt habe. Es ist wirklich toll zu fahren, das Auto. Er hat ja einen 6-Zylinder-Motor vorne drin. Der ist dadurch auch gar nicht so schwer auf der Vorderachse. Und diese 6-Zylinder-Maschine leistet 150 PS und hat 4,5 Liter. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Auto, was mittlerweile 60 Jahre alt ist, so modern und so bequem sich bewegen kann. Jetzt schaut euch noch mal dieses prachtvolle Armaturenbrett hier an. Hier vorne rechts ist der Drehzahlmesser. Das ist alles noch alt und original. Hier oben das Bentley-Logo. Dreht bis 4.500 Touren, das merkt man auch. Er läuft ganz tief jetzt bei 500. Wuppert ein bisschen, aber hat einen ganz, ganz tollen Sound, auch wenn man da Gas gibt. Hier vorne Wassertemperatur, da oben Öl. Hier vorne ist der Meilentacho, geht bis 140 Meilen, was richtig schnell war. Also wie gesagt, der läuft 190 Stundenkilometer.
Hier ist die Betankung, da ist die schöne originale Bentley-Uhr und hier sieht man, wie gut es der Batterie geht. Ja, jetzt wollen wir mal in die Viergangschaltung und den ersten Gang legen und fahren los mit unserer wirklich ganz beeindruckenden, tollen englischen Klassiker. Also ich sag mal, wer eine bedeutende Sammlung hat und wer was auf sich hält, der sollte eigentlich so ein Bentley haben. Das ist wirklich ein einmaliges Auto. Also das Fahrgefühl, was man hier drin hat, also das ist fantastisch. Und das Auto möchte man auch selbst fahren. Man kann sich natürlich auch chauffieren lassen, weil hinten wirklich genügend Platz ist, wenn ihr mal schaut. Fahren, muss ich wirklich sagen, begeistert mich das Auto insoweit, als dass ich ganz selten in so einer Sänfte gefahren bin. Ich hatte ja schon mal erwähnt vorhin, der Wagen galt als fliegender Teppich und das kann ich gut verstehen. Also wenn man hier jetzt so fährt, das Auto, wir haben hier nicht die besten Straßen, aber man spürt überhaupt nicht die Stöße. Er gleitet da drüber und das Schöne ist, dass er einen sehr, sehr drehmomentstarken Motor hat. Also diese 4,5 Liter, das ist ja doch eine ganze Menge Hubraum auf 6 Zylindern. Und das passt zum Charme des Autos, also zum ganzen Charakter des Autos. So, jetzt könnt ihr hören und auch sehen am Drehzahlmesser, also er beschleunigt sich schon. Das Tolle ist halt, dass der Wagen technisch total neu aufgebaut wurde und das Auto ist absolut alltagstauglich. Also ich habe mit dem Eigentümer besprochen, der löst gerade seine Sammlung auf. Er sagt, das Auto, das können Sie fahren, da können Sie sich reinsetzen, der lenkt sich mit dem kleinen Finger, der hat eine Servolenkung und hat wirklich genügend Kraft. Der hat übrigens ein Gewicht von 1,7 Tonnen, das ist ja der Aluminiumkarosserie geschuldet. Normalerweise wäre das Auto über 2 Tonnen Gewicht schwer, aber durch die Aluminiumkarosse ist er verhältnismäßig leicht und man kann ihn klasse fahren. Man hat dieses herrliche große Bentley-Lenkrad hier vor sich. Die Hupe, die ist relativ hoch, die könnte auch Sonora sein, aber gut, okay. Vorne könnt ihr sehen, das Bentley-Logo vorne auf der Haube, das er vor sich herträgt. Und man spürt, dass man hier einen Wagen hat, der über 5 Meter lang ist. Aber wirklich sowas von schön die Form, sowas von elegant. Und ich bin da wirklich stolz und freue mich, dass wir euch so einen tollen Wagen heute präsentieren können. Laufen tut er toll, er zieht auch die Berge gut hoch. Wunderschönes Auto am Holz habt ihr gesehen, das ist auch alles höchstwertig perfekt restauriert worden, seinerzeit in England gemacht worden. Die gesamte Karosserie, der Lack, das ist alles in einem exzellenten Zustand. Also das ist sicherlich einer der begehrenswertesten Fahrzeuge überhaupt, die es gibt. Wenn man sowas in seiner Sammlung hat, das ist sicher ein Highlight. Also das kann man durch nur noch sehr, sehr wenige Autos toppen. Schon mal deshalb nicht, weil der nur 190 Mal gebaut wurde. Ist ja ein ganz, ganz seltenes Fahrzeug. Übrigens die Rechtslenkung hier, die fällt einem gar nicht auf. Finde ich ganz bemerkenswert. Das Auto ist so übersichtlich und man sitzt so bequem drin, dass mir bisher bei dieser Probefahrt die Rechtslenkung übt, das habe ich gar nicht gemerkt. Das merke ich jetzt ja, der ist ja rechts gelenkt. Also irgendwie spürt man das im Auto nicht, weil man super über die Kotflügelkante den rechten Fahrbahnrand avisieren kann. Und weil die Lenkung dermaßen spielerisch funktioniert, das Auto hat auch einen sehr, sehr guten Geradeauslauf, was in den 50er Jahren nicht immer üblich war bei den Fahrzeugen. Und er gleitet dahin, also das Fahren, das ist wirklich ein königliches Fahren in dem Auto, so würde ich das mal bezeichnen. Hochherrschaftlich, einmalig schön. Dann hat er hier diese schönen Ausstellfensterchen, könnt ihr hier vorne sehen, edel in Chrom gefasst. Hier vorne auch ganz edel verarbeiteten Chroms kann man sehen. Man hat sehr auf feine Details geachtet, es ist alles nicht so protzig und so laut, es ist sehr, sehr, sehr dezent und sehr edel gemacht. Er schaltet sich übrigens auch gut. Er hat ja rechts neben dem Fahrersitz die Schaltung, die ist hier unten neben mir, neben meinem rechten Bein. Aber ich muss sagen, er schaltet sich herrlich. Kupplung ist leicht zu bedienen und durch das Drehmoment schiebt er überall herrlich nach vorne. Aber man ist immer entspannt, man ist nie irgendwie angespannt in dem Auto. Man sitzt entspannt, man fährt entspannt, er schwebt hier die Straße hoch. Ja, das ist ein sehr einmaliges Fahrgefühl. Ich glaube, so beschreibt man das am besten. Also es gibt wohl kaum Fahrzeuge, die so elegant über die Straßen gleiten und auch mit genügend Kraft ausgestattet sind. Der Wagen ist völlig unaufgeregt. Naja, wenn man überlegt, wie wenige von diesen Autos gebaut wurden, das haben sie natürlich damals nur britische Lords oder ganz erfolgreiche Unternehmer oder fürstliche Hoheiten leisten können, so einen Wagen. Davor ist er auch gebaut gewesen, deswegen sind es ja auch nur 190
Karosserien gefertigt worden, aber dementsprechend wertvoll ist so ein Auto natürlich heute. Was das Tolle ist, also alleine dadurch, dass ein Auto nur wenig gebaut ist, das macht einen Wagen nicht unbedingt erfolgreich. Ein Auto muss auch schön sein. Der muss auch was Außergewöhnliches, ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und dieses mit dem Fastback hinten, das ist einfach also einmalig schön gelöst. Ein fantastisches Auto. Traumhaft. Also das ist wieder eine Probefahrt, die kann ich absolut genießen, obwohl man hier in einem Coupé sitzt. Aber das ist so ein edles Auto. Wir haben sogar hier das Fensterchen geöffnet, aber es zieht überhaupt nicht bei dem Auto. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht an dem leicht geöffneten Fensterchen. Also es zieht überhaupt nicht. Und fahren tut er einfach sensationell schön. Also man schwebt wirklich hier über die Straße und das ist ein Auto. Also warum bauen die heute eigentlich sowas nicht mehr? Das ist sowas Edles. Ich weiß gar nicht, die heutigen Bentleys, die sind groß, protzig und haben viel PS und sind ja auch irgendwo ganz schön. Aber dieser Wagen hier, der hat eine Grandezza, die ist, glaube ich, unerreicht. Das ist übrigens interessant, der ist so weich gefedert. Wir fahren hier gerade so ganz ruhig einen kleinen Feldweg lang noch für schöne Filmaufnahmen. Aber da macht er super drüber. Man merkt die Stöße gar nicht. Das Auto ist einmalig gefedert. Finde ich auch interessant, dass dieser Wagen in England gebaut wurde, obwohl die Straßen, wer das dort kennt in England, die sind ja relativ eng. Gut, wenn man jetzt auf der Autobahn fährt, aber die gab es ja damals noch gar nicht, Anfang der 50er Jahre. Also das Auto ist ja fantastisch gefedert und was mich beeindruckt, dass er trotz der Größe sehr leicht zu bewegen ist. Also er ist in keinster Weise in irgendeiner Form schwierig zu lenken oder er fühlt sich handlich an. Es ist ein handliches Auto. Das ist bemerkenswert, nicht? Also der fährt sich ja total toll. Dann hat er diese tollen Armlehnen hier, auch hier direkt perfekt eingesteckt. Die kann man übrigens einstellen, hier hoch und runter. Also man sitzt hier wirklich wie im Chaiselong, aber perfekt. Ja, also ich mache jetzt mal hier die Tür auf. Schaut euch mal an, das sind edelste, hochwertige Hölzer, halt eben sehr, sehr britisch alles gemacht. Hier die Regenablaufrinne für Wasser. Also all das ist restauriert, all das ist in einem perfekten, authentischen, originalen Erhaltungszustand. Und hier vorne ist die Schaltung, das sieht erst ein bisschen komisch aus, schaltet sich aber gut, 4-Gang, wenn man runterdrückt, vorne links ist der Rückwärtsgang. Nur beim Aussteigen finde ich, das ist jetzt aber, geht eigentlich auch, wenn man es gewöhnt ist. Ja, also es ist wirklich wahrscheinlich der schönste Bentley, den es überhaupt gibt. Also ich glaube für mich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, glaube, das ist der schönste Bentley, den sie je entworfen haben. Und schaut euch mal diese Linie an. Hinzu kommt natürlich noch, dass dieser Wagen einen fantastischen Restaurierungszustand hat. Ob das hier vorne die Spaltmaster sind, wenn ihr euch das mal anschaut. Also da hat sich einer wirklich richtig Mühe gegeben. Das war damals im Werk auch nicht besser. Seht euch das an. Dann der Lack. Der Lack hat eine Tiefe wie ein Klavierlack. Also der muss, ich schätze da mal, da haben die 5 oder 6 Klarlackschichten drauf, immer wieder poliert, immer wieder lackiert. So macht man ja sowas. Das ist wie ein Klavierlack. Das Auto entspricht eigentlich der Güte dieses gesamten oder der Wertigkeit dieses Autos. Das ist ein ganz, ganz teures Auto. Die sind immer verkauft worden, übrigens im 7-stelligen Bereich. Da müssen wir auch drüber verhandeln. Das können wir gerne in Beuerberg machen. Wir haben das Auto bei uns in Beuerberg stehen. Aber der passt wirklich in eine Sammlung. Da blamiert man sich wirklich nirgends damit. Und ich finde die Farbe schwarz auf dem Auto macht den natürlich besonders edel. Es gibt ja so einige Amerikaner, die haben dann auf solchen Autos ein bisschen quietschige Farben. Ich finde, das passt nicht immer. Das ist dann manchmal so ein bisschen overdressed oder es passt einfach nicht. Aber hier bei dem Wagen passt, glaube ich, wirklich alles. Schaut euch das mal an, also was der eine wunderschöne Form hat. Dann auch die Flächen. Das ist ja ein Aluminiumbody. Schaut euch mal die Flächen an. Also da ist nicht eine Beule, nicht eine Delle. Es ist wirklich fantastisch gemacht. Der Lack ist ja wirklich sensationell gut, nicht? Also wo man da guckt, oder hier vorne auch dieser tolle Kühlergrill. Hier ist das Bentley-Logo in schwarz, so kennt man das ja heute auch noch. Der große Kühler, die Lampen, auch hier mit Bentley-Logo drin hier vorne. Den kann man wirklich sich reinstellen und man muss nichts dran machen. Das ist alles getan an dem Wagen. Habt ihr auch im Interieur gesehen, es gibt übrigens 100 Rechtsgelenkte. Das ist ein englisches, ein britisches Auto. Also die Form von hinten, die ist wirklich sensationell. Ne? Die ist auch wirklich einmalig schön. Unten drunter die Buchstaben für England, Great Britain, GB. Da ist der Hebel. Hast du die Sachen hinten reingetan? Können wir Kofferraum nicht zeigen. Soll ich da mal aufmachen? Ja, ich weiß nichts von Sachen. Dann öffne ich das mal. Nein, das lassen wir gleich wieder zu. Da hat jemand gewohnt.
Nee, aber ein großer Kofferraum, aber das kann man, glaube ich, nicht zeigen. Aber gut, sagen wir mal so, also da ist alles Mögliche an Ersatzteilen drin. Wenn irgendwas mal sein sollte, wenn dem Besitzer beim Fahren kalt war, hat er seinen britischen Schal auch da reingelegt. Das ist alles sehr edel, auch eine Safari-Kappe, die ist ja ganz besonders. Die ist ja richtig geil, aber die passt irgendwie nicht ins Auto, ne? Nee, na gut. Also lassen wir das jetzt mal. Gut. Tja. Bentley Continental R-Type. Ach, übrigens noch kurz was hier unten. Mulliner & Co. Limited, London. Da könnt ihr sehen, das ist eigentlich der Hauptkarosserier der Firma Rolls-Royce gewesen. Die haben damals noch diesen Wagen in völliger Eigenständigkeit gebaut. Danach war das ja vorbei. Also alles, was Rolls-Royce hieß, hieß dann auch Bentley. Hier war das nicht so. Es gibt das Auto nicht als Rolls-Royce, sondern nur als Bentley. Und deswegen ist der auch so wertvoll. Schaut euch das an, die Technik ist komplett revidiert, das ist alles neuwertig, auch mit Rechnungen belegt. Da könnt ihr die 6 Zylinder sehen, oben der Schriftzug Bentley drauf. Ja, alles da, was es braucht für so ein Auto. Mächtiges Triebwerk, aber eigentlich nicht zu groß. Und man merkt auch, dass der nicht so viel nicht so viel Last vorne auf der Achse hat. Und da vorne ist Coachwork, Coachbuilder Mulliner, kann man sehen, das Schild da hinten. Und da unten rechts Bentley Motors. Mit Chassisnummer mit allen, das stimmt übrigens alles, das ist alles Matching. Der Wagen ist wirklich ohne jeden Makel, passt alles bei dem Auto. Bis auf die Dichtung, die rutscht hier hoch. So, ja, zugehen tut das übrigens so, dass man das dann wieder in die andere Richtung zieht. Jetzt ist er zugezogen. Das macht der Rolls-Royce und Bentley noch bis heute bei den Klappen. Ja, liebe Freunde, also das ist ein Highlight auch meiner Laufbahn. Das hat man wirklich nicht jeden Tag. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Das Wetter hat gerade noch so mitgemacht. Da kommt ein ganz schlechtes Wetter. Wir haben das jetzt noch genutzt. Ich kann euch nur sagen, der läuft toll. Das ist was ganz, ganz Außergewöhnliches. Und wenn wir sowas wieder haben mit der Richtung oder auch sonst, schaut gerne unsere Filme. Das ist immer was außer. Ich gebe mir immer Mühe, die tollsten Autos der Welt zu beschaffen. Dann habe ich so ein paar Sachen, die kommen auch noch. Man sieht diese gesamte gewaltige Front vor sich. Dieses schöne Edelholz, was man vor sich hat, diese Intarsien, das ist ja wirklich höchstwertig gearbeitet. Also in dem Auto kann man sich wirklich fast fühlen wie ein englischer Lord oder wie ein König. Das ist wirklich außergewöhnlich. Sicherlich ein Auto der absoluten High Society. Und er fährt auch so, er gleitet über die Straße. Also ich kenne kaum Auto, was ich bisher entspannter gefahren bin. Der rollt einfach nur. Vollkommen entspanntes Fahren, wunderschön, toll. Very British, also da haben die Engländer wirklich was drauf, was die anderen nicht hinbekommen. Also diese Art Auto zu fahren, die kenne ich von anderen Autos so nicht. Und wenn man so die ganzen anderen sportlichen Autos kennt und immer oft gefahren hat, da ist das etwas, was ich auch mal wirklich genießen kann. Es entschleunigt völlig, man gleitet dahin. Man kann die Landschaft genießen, man ist trotzdem also genügend geschützt. Die Leute schauen auf die Schönheit des Fahrzeuges, weniger auf einen selber, weil das Auto ist ja wirklich wunderschön. Das ist uns eben aufgefallen, dass uns viele Leute hinterher geguckt haben, auch sehr, sehr freundlich gelacht haben. Das hat man nicht bei jedem Auto, denn öfter mal gibt es ja hier so eine Neidkultur. Bei dem Auto ist das nicht der Fall. Also wir haben viele freundliche Gesichter eben gesehen. Natürlich, er hat einfach eine wunderschöne Figur und jeder fragt sich, was ist das denn für ein außergewöhnliches Fahrzeug? Sowas sieht man hier in Oberbayern ja normalerweise nicht. Und vielleicht mal ein altes englisches Lenkrad zur Erklärung. Also hier Riding, Hard oder Normal. Wir haben jetzt auf Normal, das ist die Stoßdämpfereinstellung, konnte man an diesem kleinen Hebelchen früher machen. Hier war Standgas, niedrig, tief, geschlossen. Ja, und hier stand Bentley nicht so ein riesiges Logo, da war nur der Hupenknopf hier vorne, sondern ganz fein, Sie fahren einen Bentley. Das wusste man daran. Die Lenkräder waren vor dem Krieg auch schon so. Das hat Bentley sehr, sehr lange beibehalten, was ich aber schön finde. Übrigens diese Armaturen, die finde ich auch toll. Das sind die Originalen noch da drin. Also wie die einem anzeigen, diese großen Zahlen, 4000, 3000, 2000, kennt man ja so von der Optik auch nicht immer. Man merkt, dass der sehr, sehr tieftourig dreht, also man braucht den nie hochjubeln, das ist überhaupt nicht, das passt nicht zum Auto.
Und das ist auch nicht nötig. Er hat genügend Kraft in jedem Moment. Übrigens, die Spiegelchen hier, die sind sehr, sehr klein, aber ich muss sagen, man kann sehr, sehr gut reingucken. Man erkennt auch alles. Der Wagen hat links und rechts einen Spiegel, auch einen in der Mitte. Und das ist so gut gemacht, dass man wirklich alles erkennen kann. Hier vorne aus feinster Wolle, nee, was ist das eigentlich hier? Das ist noch original. Das ist noch die Originalausstattung von dem Auto. Die ist auch noch da, auch noch in einem guten Zustand. Naja, man merkt einfach, dass es dem Auto immer gut gegangen ist. Wahrscheinlich hat es da einen Chauffeur gehabt. Ich weiß nicht, ob das ein Selbstfahrer war. Ja, wir haben ja noch in diesem Continental Cabriolet, in dem S-Type, den wir euch neulich gezeigt haben, der fährt ähnlich. Wobei das hier ein offenes Auto war, auch eine absolute Rarität. Aber der gleitet hier ganz genauso. Also man merkt gar nicht den Baujahrunterschied zwischen 1952 und 1955 oder 56. War eine ähnliche Technik und dadurch, dass der so leicht sich lenkt hier auch, also man kann ihn einfach rollen lassen. Gestern hatten wir eine etwas gefährliche Situation hier in der Kurve, ne? Mit dem Aston Martin. Also der läuft hier besser geradeaus. Hast du es gemerkt gestern? Ja, klar. Gut, da hatte ich auch Gas gegeben so ein bisschen, aber trotzdem, also da musste man schon sich an die Lenkung gewöhnt haben. Ja, jetzt biegen wir rechts ab, wir sind wieder zu Hause. Es war wirklich eine selten schöne Probefahrt, die ich wirklich genossen habe. Bin ich ein bisschen tief angefahren, aber das macht ihm nichts. Er blubbert hier hoch. Ja, es waren 800 Umdrehungen eben. Wir haben hier eine ganz schöne Steigung und wiegt immer 1,8 Tonnen, aber das packt er also ganz entspannt, der Wagen. Ja, da sind wir wieder in unserer Werkstatt, in unserem Showroom, in unserem 500 Jahre alten Beuerberg. Das ist schon sehr, sehr alt. Ich möchte euch jetzt noch mal ein bisschen zeigen, so kleine Details an dem Auto, weil die wirklich bemerkenswert sind. Lenkrad haben wir euch eben gerade schon gezeigt. Schaut euch mal die schönen Holzarbeiten hier nochmal an. Die Hebelchen hier, das sind noch die Originalen, das sieht man, die sind nicht nachverchromt. Hier vorne ist der Hebel für die Handbremse, hier unten. Hier oben auch alles schön, das heißt unten drunter ist das Lenkrad schön in Holz eingefasst. Hier vorne das originale Radio aus der Zeit. Ich weiß, das haben wir jetzt gar nicht probiert, das wird sicherlich funktionieren. Dann haben wir hier vorne, das sind die Lights vorne. Hier vorne ist der Tank, Fuel. Hier ist die Bentley-Uhr, das ist alles mit Smith-Instrumenten, alles noch original. Smith könnt ihr hier drin sehen. Hier vorne ist der Ampere, ob die Batterie gut geladen ist. Hier ist der Meilenzähler, Made in England steht hier unten drauf. Auch Bentley-Zeichen, das bekannte B da oben. Bis 140 Meilen, daher könnt ihr sehen. Also 190 Stundenkilometer für einen Viersitzer war 1952 sehr, sehr schnell. Und hier dieser wirklich beeindruckende, tolle Drehzahlmesser, der mir total gut gefällt. Über 4000 beginnt hier der rote Bereich, aber man fährt ihn ja höchstens 3000, mehr fährt man den gar nicht. Ja, hier im Interieur, diese gesamte Fahrgastzelle ist auch in edlen Hölzern eingefasst worden, von unten komplett umlaufend. Hier hinten diese schönen Schalensitze, man sitzt wirklich bequem in dem Auto, obwohl die Sitze sehr dünn aussehen, aber die erfüllen 100% ihren Zweck. Hier ist die schöne Armauflage, es gab natürlich noch nichts für Handys, auch nicht für McDonalds-Halter gab es auch noch nicht. Das ist halt eben damals very britisch für seine Lordschaft gewesen. Schaut mal hier, das sind das Handschuhfach, natürlich alles seitenverkehrt, weil der Wagen ja rechts gelenkt ist. Ja, was muss man noch sagen? Diese feinen, edlen Spiegel sind ein bisschen gewölbt. Also ich habe perfekt nach hinten gucken können, bin ich überrascht, kann man oft nicht bei solchen Autos. Und er hat rechts und links ja auch noch Spiegelchen. Ja, hier ist die Schaltung, das hatten wir schon. Und hier ist auf jeder Seite diese Hebel, die ihr hier unten sehen könnt. Der besteht ja vorne beim Motorraum auf zwei Klappen, die rechte Seite und die linke Seite. Und dementsprechend kann man es auch öffnen. Linke Seite einmal ziehen, rechte Seite einmal ziehen und dann ist die Klappe vorne offen. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch weiter viel Spaß mit unseren Filmen. An Käufer, ich bin immer erreichbar, auch am Wochenende. Ihr könnt mich immer anrufen unter 08036 oder 7004 oder unsere Filme sehen oder mir eine E-Mail schreiben. Und wenn ihr ganz besondere Autos habt, ruft mich bitte an, habe ich größtes Interesse, wir kaufen auch auf. Wir können auch schnell vermitteln, wir kennen eine ganze Menge Sammler. Ich mache das jetzt ja fast 35 Jahre, das heißt fast 36 Jahre. Bin da gerne euer Partner. Also alles Gute, euer Stefan Lufschitz, bis zum nächsten Mal und ciao.